Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Mühlenabenteuer. Heute wieder ohne Voice-Over mit dem Originalton. Beim letzten Mal, da hat es mir mein schönes Rode Funkmikro zerrissen und ich hatte ein ordentliches Brummen auf der Leitung. Das war aber nicht das einzige Problem, was wir hatten. Wir hatten auch ein Problem am Wasserrad. Deswegen werden wir heute mal das Schweißgerät schwingen und das wieder reparieren. Zudem hat es dabei auch noch den Riemen etwas kaputt gemacht. Denn mitten in der Nacht im Starkregen ist ein Balken am Gerinne gebrochen und dann hat es angefangen zu schleifen. Und ja, das müssen wir heute auf jeden Fall reparieren. Bevor wir uns der Sache annehmen, gucken wir uns aber noch was Schönes an. Die Terrasse ist jetzt fertig. Meine Frau, die hat die Blumen gepflanzt. Und da wollte ich euch auf jeden Fall noch mal mitnehmen, euch ein Update von der Terrasse geben. Um auf die schöne neue Terrasse zu kommen, muss man hier durch unseren Müllraum. Wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie wir den innerhalb des letzten Jahres komplett kernsaniert haben, dann findet ihr die Videos hier bei uns auf dem Kanal. Wir gehen jetzt weiter durch den überdachten Freisitz auf die neue Terrasse. Ja, das ist der überdachte Freisitz. Ihr wisst, meine Frau und ich, wir sanieren die historische Obermühle jetzt im 15. Jahr. Und so haben wir uns schon das ein oder andere Kleinod geschaffen. Das ist der überdachte Freisitz. Das war mal ein ehemaliger Küchenanbau, ziemlich verschimmelt und verwahrlost. Wir haben hier einen schönen Brotbackofen, Pizzaofen eingebaut. Hier vorne steht noch eine Sitzgarnitur. Die gleiche Sitzgarnitur haben wir jetzt auch draußen auf dem Freisitz nochmal gekauft. Und ja, so kann man sich, wenn man Sonne mag, in die Sonne setzen. Wenn man eher wie ich ein Kind des Schattens ist, dann ist das hier der bevorzugte Sitzplatz. Ja, wie ihr seht, die Terrasse ist fertig und fertig bepflanzt. Beim letzten Mal hatten wir in so einer ziemlich durchgeknallten, anstrengenden 24-Stunden-Aktion, das heißt 12 Stunden pro Tag, die komplette Terrasse angelegt und die Pflanzbeete auch angelegt. Jetzt sind wir so weit, dass wir die Terrasse auch schon bepflanzt haben und das Segel gespannt haben. Von daher ist die Terrasse jetzt so weit, dass wir sie auch benutzen können. Wir haben uns hier für Hortensien entschieden, Bauernhortensien. Die werden natürlich noch mal eine ganze Ecke größer werden. Wie ihr wisst, haben wir hier vorne aus historischem Abbruchmaterial so einen schönen kleinen Eingangsbereich gestaltet. Und wir hoffen, wenn die Hortensien groß genug geworden sind, dass das dann vorne wie so ein kleines Eingangsportal erscheint. Und ja, sitzen kann man hier jetzt mittlerweile schon ziemlich gut. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich das Wasserrad abgeschaltet und den Leerschuss geöffnet. Das hat einfach den Grund, dass jetzt nachts, wo der Starkregen war, mir ein Balken vom Gerinne kollabiert ist. Das habe ich schon wieder repariert, aber es gibt noch so ein paar Folgeschäden. Da wollte ich warten, bis das Wasser ein bisschen zurückgegangen ist. Das ist jetzt der Fall, um die zu reparieren. Ja, mir hat es hier unten einen Balken vom Gerinne, der ist gebrochen, den hat es zerrissen nachts. Von daher gab es hier einen ziemlich dollen Schaden am Gerinne. Ich habe jetzt das komplette Gerinne mit Nut- und Federbretter neu ausgekleidet. Das Gerinne soll im Sommer neu gemacht werden. Das heißt also, wenn ich meinen Sommerurlaub antreten darf, werden wahrscheinlich 3 Wochen werden, dann werde ich mir eine Woche Zeit dafür nehmen, nur das Gerinne neu zu bauen. Ich habe da unten schon Polter-Eichenholz liegen. Der soll dafür aufgesägt werden. Das soll dann im Anschluss unser neues Gerinne werden. Um die Zeit zu überbrücken, musste ich mir was einfallen lassen. Naja, das ist jetzt erstmal die Nut- und Federbretterlösung. Und unten, da musste ich noch einige Balken wieder etwas ertüchtigen, stabilisieren und verstärken, um das Wasserrad noch bis zum Sommer weiter betreiben zu können. Wie ihr seht, hat es hier unten überall ein bisschen Bruch gegeben. Das habe ich jetzt schon weitgehend repariert und das Rad auch schon einige Tage laufen lassen. Das läuft bisher ganz gut, aber jetzt, wo das Wasser ein bisschen weniger wird, da hört man auch immer mehr das Klappern der Schaufeln. Ich hatte die ja erst geschweißt, aber durch die Aktion ist natürlich einiges wieder kaputt gegangen. Ich weiß, es hat ein bisschen was von Und täglich grüßt das Murmeltier, für die, die den Film noch kennen. Aber ja, das ist der Schaden, der entstanden ist jetzt hier. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Da hat die Zellen so ein bisschen gebeutelt. Aber an manchen Zellen ist es eben so, dass die Schweißnähte das nicht so wirklich ausgehalten haben. Und
da muss ich jetzt noch mal ran. Es sind hier einige Zellen wie die. Da ist auf beiden Seiten das Blech locker. Ich hoffe, dass ich das jetzt so schnell mal zwischendurch reparieren kann. Einige sind ein bisschen schlimmer, andere ein bisschen weniger schlimm, aber alles in allem sind etliche Zellen kaputt. Ich hoffe, dass ich sie reparieren kann. Und das ist das, was ich jetzt als allererstes machen muss. Und im Anschluss müssen wir uns dann noch mal um den Riemen kümmern. Den hat es nämlich auch zerrissen. Da ist es so, dass diese Stoßbelastung, die durch das defekte Gerinne hier in das Rad eingetragen worden ist, wodurch auch dieser Schaden zustande kommt, den Riemen ordentlich gebeutelt haben. Und deswegen sind da ein paar Zähne weggeflogen. Da muss ich den auch noch mal neu machen. Ja, es hört irgendwie nicht auf. Ich glaube, eine PV-Anlage ist deutlich einfacher zu betreiben. Aber man muss natürlich auch sagen, das Wasserrad hat uns bisher den kompletten Winter über mit Strom versorgt. Und das möchte ich natürlich auch jetzt im Sommer nicht missen. Jetzt ist es so, dass unsere Heizung nahezu abgeschaltet ist, beziehungsweise die Solarthermieanlage uns mit warmem Wasser versorgt. Aber hin und wieder ist es so, dass auch das Wasserrad noch das Brauchwasser lädt, je nachdem wie viel Abnahme wir haben. Wenn wieder die ganze Family zu Besuch ist, dann ist das warme Wasser auch schnell mal aufgebraucht. Und zudem ist es ja auch so, dass die Solarthermieanlage keinen Strom produziert und eine PV-Anlage den Strom eben nur tagsüber produzieren würde. Und wir deswegen auch unser Wasserrad wieder zum Laufen bringen müssen, einfach um weiterhin autark zu bleiben. Also das Schweißen, das war heute kein Vergnügen. Also so überhaupt kein Vergnügen. Ich hatte mir ein nagelneues Paket 3,2er Schweißelektroden gekauft, weil wir ja am Bagger alle verknallt hatten, die ich noch so hatte. Und normalerweise kenne ich das bei Elektroden, das hältst du dran, dann zünden die, ne? Dass die kleben und so ein Scheiß, das hatte ich das letzte Mal irgendwie, da hatte ich noch ein Schweißgerät mit gewickeltem Trafo. Aber das kannte ich überhaupt nicht mehr. Und die haben heute nur doof gemacht. Hast du angefangen zu schweißen, dann ging es super. Also wieder einmal abgesetzt hast, weil das irgendwie zu heiß wurde oder weil du irgendwie umsetzen musstest, hat die Elektrode nicht mehr gezündet. Konntest an die frische Schweißnaht gehen, ging nicht mehr an. Auch wenn du es abgeschliffen hast, hat es nicht gezündet. Das lag irgendwie daran, dass die Elektrode irgendwie so hohlgebrannt ist und dann die Isolierung außen anlag. Da musst du halt ein paar Mal richtig drauf tappen, back. Und dann klebt das Biest dann dauernd fest. Oh, das ging irgendwie. Dann hatte ich noch so ein paar alte Elektroden. Die habe ich mir dann geholt und habe mir gedacht, komm, probier's damit mal aus. Einwandfrei, kein Problem. Konntest auf die alte Schweißnaht gehen. Überhaupt kein Thema. Ließ sich schweißen wie die Sau. Konntest du 2, 3, 4 Nähte übereinander legen. Wunderbar. Mit den neuen Elektroden keine Chance. Und es sind also laut dem, was ich gelesen habe, sind es genau die gleichen Elektroden, wie ich schon hatte. Eine Universal-Stahlelektrode. Wenn ihr wisst, worauf man achten muss unbedingt, also waren frisch verpackt, waren eingeschweißt, Feuchtigkeit gezogen oder so, können sie nicht haben. Waren nagelneu, haben nicht gut funktioniert. Wenn ihr mir einen Tipp geben könnt, worauf ich beim Elektrodenkaufen achten sollte, dann würde ich hier nochmal den Community Joker ziehen, denn der war ja schon beim Bagger durchaus hilfreich. Und nachdem ich das Wasserrad einigermaßen instand gesetzt habe, mit nichts mehr klappert und die Zellen alle wieder fest sind, denn die haben für Ende der Woche wieder starke Gewitter und Regenfälle angemeldet. Aber wenn die Technik angeschlagen ist, dann ist natürlich auch immer ein Problem, damit Volllast reinzugehen.
wie man beim letzten Starkregen gesehen hat. Deswegen bin ich jetzt doch sehr daran interessiert, das abzustellen bzw. alles zu reparieren. Als nächstes ist hier unser Generator dran. Der wird ja hier mittels Zahnriemen angetrieben, aber hier sind so ein paar Zähne weggeflogen. Das ist nicht viel, aber das war wahrscheinlich ursächlich durch diese Geschichte mit dem defekten Zellen. Fehlen jetzt ungefähr auf der Länge die Zähne. Das hat ganz schöne Schläge getan. Das geht dann ratsch und dann fehlen alle. Von daher muss ich jetzt noch mal schnell den Riemen wechseln. Ersatzteile habe ich immer hier in meinem kleinen Ersatzteillager. Da sind noch 2 Riemen drin. Einen davon werden wir jetzt anbauen und dann können wir die Anlage hoffentlich wieder in Betrieb nehmen. Ja, mich haben ein paar Leute angeschrieben von euch, die mich gefragt haben, Hubi, was müssen wir beachten? Wir haben auch eine Wasserkraftanlage und wollen gern die Wasserrechte wieder haben, beziehungsweise würden unsere Anlage gerne ans Netz bringen und wissen nicht so richtig, wie das geht. Dazu hatte ich mal ein schönes Video gemacht. Prinzipiell ist es so, dass man zum Betrieb von der Wasserkraftanlage natürlich Wasserrechte braucht. Bei uns waren die Wasserrechte auch erloschen. Wir haben dann ein Ingenieurbüro beauftragt, hier eine neue Gewässeranschlussplanung zu machen und ja, war auch nicht ganz billig, sage ich mal. Um die 10.000 Euro hat der Spaß gekostet. Ist vergleichbar wie mit dem Architekt, der macht dann also eine Planung und dann musste dementsprechend bauen nach der Planung. Das Bauen war jetzt nicht so das Problem. Klar war es auch ein Problem, aber ich sag mal, die bürokratischen Hürden, die waren ein bisschen höher. Wir mussten das Gewässer fischdurchgängig gestalten, was so eigentlich völlig in Ordnung war, was wir auch gemacht haben. Und ja, danach durften wir unsere Wasserkraftanlage bauen und das ist jetzt etwa, weiß ich nicht, 12 Jahre her, seitdem wir mit der Anlage ans Netz gegangen sind. Und seitdem läuft die eigentlich mehr oder weniger zuverlässig. Es ist natürlich schon so, wenn ich, hier haben wir einen Drehmoment von etwa 12.000 Newtonmeter auf der Welle und dass da hin und wieder auch mal irgendwie Bruch gibt, das ist, glaube ich, normal, ne? Also ich bin ja hauptberuflich auch mit Maschinen zugange und da habe ich über die letzten Jahre viele Anlagen mit in Betrieb genommen oder mit abgenommen oder Objektüberwachung gemacht, Projektleitung oder wie auch immer. Und die ersten von den Anlagen haben wir auch schon wieder abgerissen. Also nichts ist für die Ewigkeit und wenn man so eine Wasserkraftanlage, so eine Maschine betreibt, dann muss man eigentlich auch damit rechnen, dass man da hin und wieder einfach ein bisschen Investitionskosten hat. Unterm Strich muss ich allerdings sagen, hat sich das sehr, sehr gerechnet alles. Natürlich auch, ja, sag ich mal, ist natürlich der Sachlage auch geschuldet, dass ich ganz viel selbst mache. Aber wie ihr wisst, ich habe euch ja gesagt, dass wir schon einen Großteil mittlerweile von unserer Heizung mit der Wasserkraftanlage abdecken. Das heißt, auch wenn wir mit Brennholz heizen, mit fossilen Energien haben wir hier in der Mühle überhaupt gar nicht erst angefangen. Ist es so, dass ja, wir also unheimlich viel schon sparen konnten. Das heißt also, diese Mengen an Holz, die wir am Anfang gebraucht haben, die brauche ich jetzt mittlerweile lange nicht mehr. Und wenn ich noch mal irgendwann auf eine Wärmepumpe gehe, dann wird das wahrscheinlich, hoffentlich so sein, dass die Kosten ja, verschwindend gering werden, das bei so einem großen Anwesen. Also ist auf jeden Fall eine richtig gute Sache, muss ich sagen.
So, der neue Riemen ist drauf und gespannt. Somit könnte ich die Anlage jetzt wieder einschalten. Ihr hattet mich mal gefragt, ob da oben jetzt in der Klappe, für die, die sich erinnern können, Vögel drin sind. Beide Kästen sind jetzt bewohnt und keine Ahnung, was es für Vögel sind, aber sie sind groß, schwarz und laut. Ja, dann noch mal eine Sache, die mir ziemlich am Herzen liegt bezüglich oberschlächtiger Wasserräder, weil ich immer mal wieder im Internet auf irgendwelche Experimente, gerade aus Amerika, komme, wo Leute Kleinwasserkraftanlagen bauen und dann da, keine Ahnung, irgendwas mit dem Fahrradgetriebe und ich weiß nicht, was da machen. Ist manchmal doch ein bisschen durchgeknallt. So ein oberschlächtiges Wasserrad, das arbeitet mit Kraft am Hebelarm. Man kann sich jede Zelle wie so ein Eimer vorstellen und die Gewichtskraft im Eimer am Hebelarm multipliziert mit der Drehzahl ergibt eben die Leistung. Und wenn man keine Kraft am Hebelarm hat, also ich habe Leute gesehen, die haben ein Stoßrad gebaut, also keine Zellen, keine Kammern, keine Eimer ausgeformt, sondern einfach nur Bretter, auf die das Wasser von oben drauf läuft und keine Möglichkeit für das Wasser im Rad zu verbleiben. Dadurch kann man natürlich auch kein Drehmoment erzeugen und dann auch keine Leistung vom Rad abfordern. Ich finde das halt dann so ein bisschen schwierig, wenn davon Videos gemacht werden und dann die Leistung von solchen Rädern beurteilt wird, die einfach derart schlecht konstruiert sind, dass dann der falscher Eindruck erweckt wird, dass so ein Wasserrad keine gute hydraulische Kraftmaschine ist. Also das Wasserrad hier, das hat, wie gesagt, letztes Jahr etwa 50.000 Kilowattstunden erzeugt, hat eine Leistung von etwa 13,5 kW Spitze, wobei ich es meistens nur so auf 10, 11, 12 kW fahre maximal und deckt unser kompletten Strombedarf vom Haus und auch noch einen riesengroßen Teil vom Heizungsbedarf und ich sag mal noch mal so viel Leistung wie wir selbst verbrauchen, speise ich auch noch mal ins öffentliche Netz ein und das alles an so einem kleinen Fluss. Ne? Also so ein Wasserrad, wenn das einigermaßen vernünftig, ich bin jetzt auch kein Wasserrad-Experte oder mittlerweile wahrscheinlich schon so ein bisschen geworden, aber als ich es gebaut habe, war ich das nicht. Ich habe mich einfach an Konstruktionsgrundlagen gehalten, Berechnungsgrundlagen, die man benötigt, um so ein Wasserrad zu konstruieren, damit das ganz prima funktioniert. Wenn man das Wasserrad so sieht, dann ist es so, das Wasser verschwindet oben im Rad und man sieht es eigentlich in der Mitte vom Rad gar nicht mehr, bis es dann unten am Fußpunkt vom Rad austritt und dann hat man schon irgendwas richtig gemacht. Ne? Das heißt also, man muss Kammern ausformen, in dem das Wasser verbleiben kann, in dem das auch eine Kraft an den Hebelarm eben übertragen kann. Dann kann eben daraus auch eine Leistung resultieren und dann kann man damit auch Strom erzeugen und sich ein Stück weit unabhängig machen. Wenn man natürlich einfach nur ein Rad baut, was einigermaßen rund ist, aber ansonsten keinerlei hydraulische Eigenschaften aufweist, die so ein Rad braucht, dann braucht man sich eventuell auch nicht wundern, dass die Leistungsdaten schlecht sind. Genauso sehe ich es auch oft, dass das Gerinne viel zu lang ausgeführt wird und das Rad nicht im oberen Scheitelbereich, sondern irgendwo aufs Rad aufgeschlagen wird. Und das ist natürlich jeder Zentimeter Höhe, den ich verliere, ist natürlich eine reduzierte Leistung. Das heißt, so ein Rad muss einigermaßen so gebaut sein, dass es auch funktionieren kann. Und dann ist so ein Wasserrad auch äußerst effektiv. Und wenn auch hier und da mal ein bisschen
Wartung und Instandhaltungsaufgaben auf einen zukommen, dann ist das nur gerechtfertigt, denn da geht natürlich auch eine Menge Wasser drüber und von daher gibt es da natürlich auch einen gewissen Verschleiß. Ja, noch ein kleiner Ausblick auf die nächsten Projekte, die ich plane. Zum einen, wie ich schon gesagt habe, hier ist der Eichenholzpolter, den möchte ich gerne aufschneiden und zwar soll daraus das neue Gerinde fürs Wasserrad werden. Dann habe ich hier noch einen großen Haufen Sandsteine. Da muss ein ganzer Teil Ufermauer neu aufgemauert werden. Bevor ich das jedoch umsetzen kann, habe ich noch 20 Festmeter Buchenholz im Wald liegen. Es ist ja jetzt Anfang Mai und ja, schon fast Mitte Mai. Da muss ich jetzt das Holz langsam mal hier zu uns nach Hause bestellen. Problem ist, es ist halt Langholz. Das Holz ist 12, 13 Meter lang. Das heißt, ich muss mir das hier mitten auf den Hof legen. Und wenn es auf dem Hof liegt, dann muss es auch schnell gemacht werden. Da wird Marcel auch wieder mit dabei sein. Und wenn das gemacht ist, dann werde ich wahrscheinlich hier anfangen mit der Ufermauer, beziehungsweise ich habe auch noch oben das zukünftige Arbeitszimmer und Gästezimmer. Da muss noch was gemauert werden, verputzt werden und so weiter und so fort. Bleibt also weiter spannend. Wenn ihr wissen wollt, wie es hier an der Mühle weitergeht, dann lasst mir doch mal ein Abo und ein Like da. Gibt jede Woche ein neues Video. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Über Kommentare, Likes, Anregungen, Anmerkungen freue ich mich immer. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.